Hallo Leute, ich bin Daniel, euer Deutschlehrer von Like Germans. Wenn ihr Probleme mit den deutschen Artikeln der, die oder das habt, dann ist dieses Video das Richtige für euch. In diesem Video werden wir euch Tipps geben, wie ihr euch die Artikel besser merken könnt. Schaut euch das Video bis zum Schluss an, damit ihr auch die Quizfrage beantworten könnt. Und wenn ihr uns supporten möchtet, damit wir weiterhin für euch kostenlosen Content abliefern können, dann könnt ihr unser Buch German Easy Reader for Beginners auf Amazon bestellen. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Auf geht's! Heute habe ich wieder meinen Deutschkurs in der Sprachschule. Heute habe ich wieder meinen Deutschkurs in der Sprachschule. Ich bin gerade am Ende von meinem A1-Kurs. Ich habe schon sehr viel gelernt. Der Lehrer ist auch sehr gut. Der Kurs macht mir viel Spaß. Ich bin gerade am Ende von meinem A1-Kurs. Ich habe schon sehr viel gelernt. Der Lehrer ist auch sehr gut. Der Kurs macht mir viel Spaß. Heute lernen wir ein paar Tipps und Tricks, wann man welchen Artikel benutzt. Heute lernen wir ein paar Tipps und Tricks, wann man welchen Artikel benutzt. Die Artikel machen mir große Probleme. Ich weiß nie, ob ich der, die oder das als Artikel benutzen muss. Die Artikel machen mir große Probleme. Ich weiß nie, ob ich der, die oder das als Artikel benutzen muss. Hier ist meine Sprachschule. Gleich beginnt mein Deutschkurs. Hier ist meine Sprachschule. Gleich beginnt mein Deutschkurs. Das sieht nach einem guten Platz aus. Hier kann ich die Tafel gut sehen und dem Lehrer zuhören. Das sieht nach einem guten Platz aus. Hier kann ich die Tafel gut sehen und dem Lehrer zuhören. Da kommt auch schon der Lehrer. Sein Name ist Herr Schlau. Er ist wie immer pünktlich. Da kommt auch schon der Lehrer. Sein Name ist Herr Schlau. Er ist wie immer pünktlich. Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Willkommen in unserem A1-Kurs. Heute behandeln wir ein sehr wichtiges Thema, und zwar die Artikel. Wie ihr wisst, gibt es in den meisten Sprachen 2 Artikel. Im Deutschen haben wir aber 3. Der, die, das. Der Artikel sagt uns das Geschlecht von dem Nomen. Alle deutschen Nomen haben ein Geschlecht. Insgesamt gibt es 3 Geschlechter. Der für maskulin, die für feminin und das für neutrum. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welchen Artikel ein Nomen hat, dann nehmt am besten den weiblichen Artikel die. Denn 46% der Nomen sind weiblich, 34% sind männlich und nur 20% sind neutral. Bei Menschen und Personen ist es recht einfach. Hier achtet ihr auf das Geschlecht der Person und dann wisst ihr auch, welcher Artikel richtig ist. Zum Beispiel der Mann, die Frau, der Lehrer, die Lehrerin, der Schüler, die Schülerin, der Bruder, die Schwester. Okay, liebe Schüler, lasst uns jetzt darüber sprechen, wann wir den Artikel der benutzen.
Den männlichen Artikel benutzen wir zum Beispiel für Wochentage. Wir sagen der Montag, der Dienstag und so weiter. Der verwenden wir auch für Monate, der Januar, der Februar, und für Tageszeiten, der Morgen, der Abend. Auch für die Jahreszeiten verwenden wir den männlichen Artikel, der Herbst, der Frühling. Außerdem könnt ihr der immer für Himmelsrichtungen verwenden. Der Norden, der Süden, der Osten, der Westen. Auch Nomen des Wetters sind männlich. Der Regen, der Schnee, der Wind, der Nebel, der Sturm. Auch für Automarken könnt ihr den männlichen Artikel verwenden. Der Audi, der BMW, der Mercedes, der VW. Außerdem verwenden wir der für die meisten alkoholischen Getränke. Der Wein, der Sekt, der Schnaps. Eine Ausnahme ist hier das Bier. Auch für Währungen verwenden wir den männlichen Artikel. Der Euro, der Dollar, der Peso. Alles klar, liebe Schüler. Kommen wir jetzt zu ein paar Endungen, die euch anzeigen, dass es sich um ein männliches Nomen handelt. Wörter, die mit OR enden, sind immer männlich. Zum Beispiel der Motor, der Direktor. Auch die Endung IG und ICH zeigt euch an, dass es sich um ein männliches Nomen handelt. Zum Beispiel der Honig, der König, der Teppich. Dann haben wir noch die Endung ing. Sie steht auch für männliche Nomen. Zum Beispiel der Frühling, der Zwilling, der Schmetterling. Wörter, die mit Ismus enden, sind ebenfalls männlich. Zum Beispiel der Kapitalismus, der Sozialismus. Dazu gehören auch Wörter mit der Endung ist, zum Beispiel der Kapitalist, der Sozialist, der Optimist. Ebenfalls Nomen mit der Endung iker sind männlich, sowie der Informatiker, der Mechaniker, der Techniker. Diese Regel gilt auch für Nomen mit den Endungen ant und ent. Zum Beispiel der Präsident, der Student, der Demonstrant. Die letzte Endung, die euch ein männliches Nomen anzeigt, ist die Endung eur und ör. Hier sind ein paar Beispiele. Der Ingenieur, der Friseur. Alles klar, liebe Schüler. Das waren die wichtigsten Informationen zum männlichen Artikel. Jetzt erkläre ich euch, wann wir den weiblichen Artikel die benutzen. Den weiblichen Artikel benutzen wir unter anderem für Zahlen. Das wären zum Beispiel die 1, die 2, die 3 und so weiter. Auch Bäume und Pflanzen sind in der deutschen Sprache weiblich. Zum Beispiel die Palme, die Rose, die Blume. Denkt bitte daran, dass auch Obst im Deutschen weibliche Nomen sind. Zum Beispiel die Banane, die Kiwi, die Traube, die Erdbeere. Eine Ausnahme ist hier der Apfel. Okay, liebe Schüler, kommen wir jetzt zu den Endungen, die euch ein weibliches Nomen anzeigen. Nomen, die mit ung enden, sind immer weiblich. So auch die Heizung, die Rechnung, die Versicherung.
Das gleiche gilt für Nomen mit der Endung heit. Diese sind immer weiblich. Zum Beispiel die Freiheit, die Einheit, die Fähigkeit. Auch Nomen mit der Endung schaft sind immer weiblich. Das gilt zum Beispiel für die Gesellschaft, die Freundschaft. Beim weiblichen Artikel gibt es noch ein paar Endungen. Nomen mit der Endung ion sind ebenfalls weiblich, so auch die Station, die Region, die Religion. Diese Regel gilt auch für die Endung ik bei Nomen wie die Musik, die Politik, die Mathematik und bei Nomen mit der Endung tät, zum Beispiel die Universität, die Qualität. Das gleiche gilt bei Nomen mit der Endung ur, zum Beispiel die Natur, die Kultur, die Temperatur und Nomen mit der Endung ans und ens, so auch die Distanz, die Differenz. Auch Nomen mit der Endung age oder ade sind weiblich, so auch die Garage, die Etage, die Marmelade. Ihr habt es fast geschafft, liebe Schüler. Bitte haltet durch und schaut euch das Video bis zum Ende an. Es wartet eine Überraschung auf euch. Auch Nomen mit der Endung ei sind weiblich, so auch die Bäckerei, die Metzgerei, die Bücherei. Einen Tipp habe ich noch für euch zum weiblichen Artikel. Zweisilbige Wörter, wie zum Beispiel die Lampe, die Straße, die Reise, sind meistens auch weiblich. Alles klar, das waren alle Tipps zum weiblichen Artikel. Kommen wir jetzt zum neutralen Artikel das. Das verwenden wir unter anderem für Nominalisierung. Das wären zum Beispiel das Laufen, das Gute, das Sprechen. Wir verwenden den neutralen Artikel auch für Farben und Buchstaben. Zum Beispiel das Blau, das Grün, das A, das B. Ebenfalls Stoffe bzw. Materialien sind im Deutschen neutral. Zum Beispiel das Gold, das Silber, das Glas, das Holz. Alles klar, kommen wir jetzt zu den Endungen, die euch ein neutrales Nomen signalisieren. Da haben wir zum einen die Endung lein und chen, zum Beispiel das Fräulein, das Häuschen. Oder auch die Endung ma bei Nomen wie das Thema, das Klima, das Drama. Auch die Endung ment zeigt euch ein neutrales Nomen an, zum Beispiel das Dokument, das Experiment. Eine Ausnahme ist hier der Moment. Ebenfalls mit der Endung und tum sind neutral, so auch das Zentrum, das Eigentum, das Wachstum. Diese Regel gilt auch für Nomen mit der Endung icht und ing, zum Beispiel das Licht, das Gesicht, das Shopping. Alles klar, liebe Schüler, das sind alle Tipps für heute. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen. Jetzt habe ich noch eine Frage für euch. Welcher Artikel wird am häufigsten verwendet? Der, die oder das? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.